Hallo ihr Lieben, heute arbeite ich auf einer kleinen Malplatte. Sie ist schön fest und etwas rau und eignet sich gut für die kommende Technik. Ich brauche für die erste Schicht 3 Acrylfarben, einmal ein Ocker, ein Sienna gebrannt und ein Preußisch Blau, alles transparente Farben. Später brauche ich noch transparentes Gesso, ihr könnt auch matten Acrylbinder nehmen. Und vor allen Dingen Buntstifte. Ich habe hier weiche Buntstifte. Es sind keine Aquarellstifte. Mal sehen, was passiert. Zunächst möchte ich die Platte grundieren. Ich wähle das Ockergelb, es ist ein transparentes Ockergelb und das trage ich verdünnt auf. Dazu brauche ich einen Pinsel, das Ockergelb, etwas Wasser. Mit dem Wasser befeuchte ich zunächst die Platte, dann trage ich die Farbe auf. Ich merke, dass die Farbe sehr wässrig ist. Damit sie besser haftet, mische ich jetzt noch etwas Binder hinzu und trage sie dann zart und dünn auf. Das muss nicht gleichmäßig sein. Das muss jetzt erstmal gründlich trocknen, bevor es weitergeht. Zur Sicherheit lege ich nach dem Trocknen nochmal eine Schicht Acrylbinder darüber, damit auch alles richtig schön fest ist. Ihr kennt vielleicht noch die Folientechnik mit der Plastikfolie. Das wird meine zweite Schicht. Ich nehme Preußisch Blau und etwas Sienna gebrannt. Diese beiden Farben mische ich und trage sie mit etwas Wasser verdünnt auf. Der Einfachheit halber sprühe ich einfach die Fläche mit Wasser ein, um die Farbe zu verdünnen. Nun kommt meine Plastikfolie darauf. Ich habe hier die Folie genommen, mit der die Malplatte eingepackt war. Ihr könnt aber auch andere Folien probieren. Manche funktionieren auch gar nicht. Diese ergibt schöne große Strukturen. Das Ganze muss jetzt eine Weile liegen bleiben, bis die Farbe leicht angetrocknet ist.
Schöne Strukturen. Das Bild ist relativ dunkel, die Farbe noch nicht ganz getrocknet. Ich tropfe ein paar Spritzer Alkohol darauf. Ihr könnt auch Wasser nehmen. Dieser soll die Farbe nochmal an einigen Stellen aufhellen bzw. wegnehmen. Kurz einwirken lassen und dann mit einem Papiertuch vorsichtig abtupfen. Ein wenig Farbe löst sich noch, dadurch wird das Bild wieder etwas heller und es entstehen kleine helle Stellen. Das Ganze gründlich trocknen. Bevor ich mit den Buntstiften darauf zeichnen kann, trage ich nun das transparente Gesso auf. Es wirkt jetzt noch etwas milchig, das wird aber wieder klar. Das Gesso macht die Oberfläche rau und die Buntstifte lassen sich gut darauf anwenden. Der Stand der Dinge nach dem Trocknen. Im nächsten Schritt kann ich mit den Buntstiften die Kontraste verstärken, zum Beispiel durch Einsatz von dunkleren Stiften und hellen Stiften. Ihr werdet es gleich sehen. Ein kurzer Moment der Konzentration und dann geht es schon los mit dem schwarzen Stift. Der Stift ist weich genug, um mir einen satten Farbabrieb zu geben. Bei der Ausarbeitung orientiere ich mich einfach an den vorhandenen Strukturen. Wenn ich den Stift leicht über die Oberfläche reibe, entstehen zarte Schatten. Wenn ich ihn etwas kräftiger reibe, wird die Farbe dunkler. Ich kann auch in mehreren dünnen Schichten übereinander arbeiten. Je mehr Schichten Farbe ich übereinander lege, desto dunkler wird es. Aber es geht auch umgekehrt. Hier seht ihr, wie ich mit dem weißen Stift Partien aufhellen kann. Etwas Farbe kommt natürlich auch ins Spiel. Die Buntstiftfarben könnt ihr gut mischen, indem ihr einfach mehrere dünne Schichten verschiedener Farben übereinander legt.
Selbst über diese dunkel gemalte Partie kann ich mit dem blauen Stift einen hellen Schimmer darüber malen. Damit ich mit meinem Handballen die Farbe nicht verschmiere, lege ich ein Papiertuch darunter. So, ein letzter Blick aufs Ganze. Ich bin zufrieden. Die raue Oberflächenstruktur der Malplatte wird durch die Stifte nochmal betont und das macht das Ganze so lebendig. Ich habe jetzt sehr viel Schwarz und dunkle Farben verwendet. Ihr könnt aber auch mit leuchtenden Farben arbeiten und diese übereinander legen und mischen. Da ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich wünsche euch viel Spaß damit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!